Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Wissenschaft trifft Praxis. Wir beschäftigen uns mit digitaler Bildung, insbesondere mit dem Einsatz von E-Learning in Unternehmen und Organisationen. Unser Thema der heutigen Folge ist agiles Lernen. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Professor Nele Graf. Schönen guten Tag, Frau Graf. Hallo, Herr Siebmann. Frau Professor Graf, wo erreiche ich Sie gerade? Im Moment in Italien. Ich sitze im wunderschönen Verona, wo wir gerade 3 Jahre privat leben. Und dank der ganzen Digitalisierung ist natürlich das Thema, wo man arbeitet, inzwischen ja eigentlich fast irrelevant geworden. Frau Professor Graf, Sie sind Professorin an der Hochschule für angewandtes Management. Womit beschäftigt sich die Hochschule und womit beschäftigen Sie sich? Ja, die Hochschule ist die größte bayerische private Hochschule und hat diverse Studiengänge zum Thema Management. Wirtschaftspsychologie, Sportmanagement, klassisches Betriebswirtschaft. Und das Schöne ist, dass wir dort eine Blended Learning Hochschule sind. Das heißt, für uns E-Learning und Präsenz in einer sinnvollen Kombination einfach gang und gäbe sind und wir auch vieles austesten können. Ich persönlich bin an der Fakultät BWL und lehre Personal und Organisation und leite auch das Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning. Das heißt, wir forschen zu all den Themen der betrieblichen Bildung und Führung in Organisationen. Frau Professor Graf, wir sind vom E-Learning schon beschäftigt mit dem Thema digitale Transformation der betrieblichen Bildung. Wir machen jährlich dazu Benchmarking-Studien, an denen sich 1000 Unternehmen beteiligen und 60 Fragen beantworten. Eins der großen Themen in den Unternehmen ist, wie das Lernen agiler werden kann. Wir haben die Situation, dass die formellen Lernangebote, ob sie jetzt in Präsenz oder ob sie halt in E-Learning stattfinden, immer stärker verzahnt werden mit Konzepten des informellen Lernens. Sie beschäftigen sich seit 15 Jahren mit dem Thema agiles Lernen und Sie haben ja auch ein Buch mit dem gleichen Titel vorgelegt. Können Sie uns eine Definition anbieten von agilen Lernen, weil ich merke, agiles Lernen und agiles Lernen scheint dreierlei zu sein. Ja, irgendwie werden diese ganzen Buzzwords einmal zusammengemischt. Lernen 4.0, New Learning, agiles Lernen und häufig eher aus Marketinggründen verwendet. Mir ist es da ganz wichtig, wirklich nochmal in den Ursprung zu gehen. Was heißt denn Agilität und agiles Arbeiten? Es gibt da diverseste Konzepte, aber es geht um die Anpassung an Veränderungen. Und wir leben nun mal in einer Welt des permanenten Wandels und müssen da gucken, wie wir es schaffen, iterativ vorzugehen, um beim Arbeiten Kundenwünsche zu realisieren und eben halt beim Lernen auch meine Kompetenzen so aufzubauen, dass ich langfristig für mein Unternehmen erfolgreich sein kann und auch meine eigene Employability stärken kann. Also es geht um die Veränderungsnotwendigkeit als Grundgedanken und als Lernziel eigentlich Anpassung, Innovation. Das heißt, so der Ursprung ist die Umwelt eigentlich, die sich ändert und wir müssen irgendwie mit der klarkommen. Und das bedeutet natürlich ganz viel für Formate, da ist auch E-Learning und digitale Transformation ein Thema, aber auch für die Rolle des Lerners, der deutlich selbstgesteuerter lernen muss und darf und natürlich auch für die Rolle der PE, der Führungskraft etc. Also das Gesamte ist auch das Mindset, was dahinter steckt. Ja, was sind die Besonderheiten an diesem Mindset? Was ist das, was die Voraussetzung ist, dass ich mich mit agilen Lernen in meinem Betrieb auch konstruktiv beschäftigen kann? Also es geht hauptsächlich ja darum, das Lernen das Wofür auch nochmal zu klären und zu gucken, wie kann das Lernen möglichst situativ
arbeitsplatzorientiert und schnell und natürlich erfolgreich passieren. Das heißt, wir gehen sowohl dahin, dass bestimmte neue Formate relevant werden, soziale Kollaboration, also miteinander lernen und dadurch, dass es sehr individuell geprägt ist, natürlich das Thema, wie schaffen wir es, dass jeder genau das lernt oder Möglichkeiten hat, das zu lernen, was er gerade braucht. Und das zahlt dann auch auf die Formate ein, die besonders prozessual stark strukturiert sind, wie zum Beispiel auch beim agilen Arbeiten, Themen wie Scrum und Kanban. Also der Prozess ist klar, aber die Möglichkeit, was ich inhaltlich mache, ist sehr flexibel. Was muss ich bei der Umsetzung beachten, wenn ich jetzt als ein Unternehmen sage, jetzt ist es aber an der Zeit, wir wollen agiles Lernen ermöglichen in unserem Betrieb? Also ich glaube, das allererste ist, wie wir gerade schon hatten, das Thema Mindset. Wir sind noch sehr in der Personalentwicklung in so einer Angebotsorientierung verhaftet. Viele arbeiten noch mit Seminarkatalogen, mit Vorplanung, mit standardisierten Themen. Und ich glaube, da muss ein Paradigmenwechsel stattfinden, der auch schon in ganz vielen Unternehmen startet, in Richtung einer Nachfrageorientierung. Das heißt, der Lerner steht im Mittelpunkt und das, was derjenige lernen muss. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir selten als Personalentwicklung wissen, was denn derjenige zu welchem Zeitpunkt braucht. Das heißt, dieses Learning on Demand ist der Ausgangspunkt. Und dann kommen nämlich diese ganzen Themen, die schon lange diskutiert werden, wie 70-20-10. Also wie lerne ich zum Tragen. E-Learning ist ein großes Thema, wo ich selber meine individuellen Lernwege gestalten kann. Aber eben halt auch ganz viele Formate wie Barcamps, klassische Formate wie Mentoring, aber auch solche Sachen wie Working Out Loud, die zahlen darauf ein. Hochstrukturiert, aber inhaltlich sehr flexibel auf das Individuum anpassen. Was sind die Rahmenbedingungen, die ich als Unternehmen haben müsste, um auch erfolgreich starten zu können mit agilen Lernen? Ja, also ich glaube, wenn wir genau diesen Wechsel haben von dieser Angebotsorientierung zu dieser Nachfrageorientierung, dann entsteht zwischendurch ein Vakuum. Denn wir als Personalentwickler müssen auf der einen Seite loslassen und der Lehrer muss die Verantwortung übernehmen. Das erstmal auszuhalten und da auch Unterstützung zu geben. Also sowas wie Lernkompetenzen fördern, Lerncoachings anzubieten, die Mitarbeiter in diesem Prozess auch zu unterstützen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Kultur. Also welche Organisationskultur haben wir? Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie sehr sind wir darauf aus, uns zu verändern, zu lernen und gemeinsam auch weiterzuentwickeln? Und da gehören so kleine Schnipsel auch mit dazu, wie zum Beispiel wie individuelle Boni. Denn wenn wir eigentlich in unserer DNA, in unserer Unternehmens-DNA drin haben, dass ich dafür bezahlt werde, besser zu sein als die anderen und darüber sich mein Bonus definiert, dann ist natürlich das Thema Wissen teilen und Kollaboration und miteinander sich zu verändern und zu wachsen, natürlich ein deutlich schwereres Thema. Und so gibt es ganz viele verschiedene Parts, die natürlich zusammen funktionieren müssen. Auch solche Themen wie, was dürfen denn die Mitarbeiter? Ist YouTube erlaubt oder nicht erlaubt? Also wie viel Handlungsfreiheit geben wir denn unseren Mitarbeitern, zu arbeiten und sich entwickeln zu können? Ja, das, was Sie beschreiben, Frau Professor Graf, ist natürlich ein großer Einschnitt in der Lernkultur. Das heißt, es ist eine Veränderung für die Unternehmenskultur. Wie kann ich denn als Unternehmen oder als Learning Professional, wie es in der Community immer so schön heißt, oder als weiterbildende Fachkraft, um das mal in Deutsch auszudrücken, wie kann ich eigentlich für mich identifizieren, welchen Reifegrad wir als Unternehmen haben und wie viel agile Lernen als Einstieg angezeigt wäre? Da gibt es unterschiedliche Indizien. Zum einen ist,
Verständnis von Arbeit oder Job ist in unserem Unternehmen hauptsächlich vorhanden. Also ist der Job, wofür ich bezahlt werde, meine reine Arbeiten, oder ist der Job, für den ich bezahlt werde, Arbeiten plus ein bisschen Lernen, immer so sporadisch das mal einfließen zu lernen, lassen, oder ist mein Job Arbeiten und Lernen in einer Kombination, wo gar nicht mehr klar ist, was ist Arbeiten und was ist Lernen. Also da mal sich diese Frage zu stellen, auch wie verstehen wir Lernen in unserer Organisation, wäre zum Beispiel der erste Part. Ein weiteres schönes Indiz ist, wenn ich zum Beispiel schon E-Learning eingeführt habe, wie aktiv wird denn das genutzt? Wie selbstgesteuert nutzen die Mitarbeiter das und wie selbstgesteuert fragen sie vielleicht auch andere Themen, andere Inhalte, andere Formate nach? Also sind sie noch in dieser reinen Konsumentenhaltung oder sind sie Mitgestalter ihrer eigenen Lernprozesse? Für den Lernprozess gilt ja für den Lerner, der ja auch immer ein Beschäftigter ist, was habe ich eigentlich davon? Was ist meine Motivation? Gehen Sie davon aus, dass der Lerner per se ansprechbar ist auf agiles Lernen oder gibt es dafür Filter, wie ich halt erkennen kann, wie viel Bereitschaft für agiles Lernen ist in meiner Lernzielgruppe? Ich glaube, dass die Frage anders lauten muss. Ich glaube, agiles Lernen hat mit hoher Selbststeuerung des Lernens zu tun. Und das ist die Zukunft des Lernens. Weil die Jobs sich permanent ändern und immer individueller, immer spezifischer werden. Das heißt, die Frage ist also weniger, wie bereit sind sie, sondern wie fördern wir den Weg dorthin? Da geht es viel darum, um Sinnhaftigkeit, also zu verstehen, was muss ich denn können und auch die Thematisierung davon, dass Lernen zu dem Job gehört. Denn wir haben wirklich, glaube ich, zweimal jetzt schon den Fehler gemacht in der Personalentwicklung, uns viel mehr auf die Formate zu konzentrieren, als auf die Mitnahme der Mitarbeiter. Ich erinnere nur 99, 2000, da gab es WBTs und CBTs und wir waren alle schwer begeistert und haben uns überlegt, wie können wir das in die Führungskräfteentwicklung, in die Mitarbeiterentwicklung mit reinnehmen und haben eigentlich viel zu wenig thematisiert, dass sich plötzlich die Anforderungen an den Lernern ändern. Und korrigieren Sie mich, wenn Sie einen anderen Eindruck haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir im Moment auch immer noch ganz viel motiviert sind von Formaten und neuen Möglichkeiten. Wir reden über Virtual Reality, über Gamification, über Augmented Reality, über Serious Games, über Learning Analytics, über all diese tollen neuen digitalen Themen. Aber die Frage ist, was macht das mit dem Lerner und wie bereiten wir die Lerner vor, damit umgehen zu können? Ja, ich habe den Eindruck, dass der Einsatz von E-Learning in den Unternehmen, speziell wenn wir jetzt halt über Deutschland sprechen, über den Dachbereich, ist es ein sehr stark ein anbietergetriebener Markt. Das heißt, das, was halt auf den Markt erscheint, nehmen wir die LearnTech, die Mutter aller E-Learning-Veranstaltungen, da schlendert man über die Messe, man sieht halt etwas, was entwickelt wurde. Man kauft es ein und man erprobt im eigenen Haus, passt das zu meinen Lernern, passt das zu meinen Stakeholdern und wenn man Glück hat, dann ist es eine weitere Methodik, die halt im Portfolio dann zum Zuge kommen kann. Aber in den Unternehmen ist es doch ein relativ autistischer Try-and-Error-Prozess, den parallel jedes Unternehmen für sich halt durchmacht. Und da scheint es doch auffällig zu sein, dass die Methoden, die halt eingesetzt werden, doch relativ stark als Einzelmaßnahmen wirken. Also das heißt, da werden Einzelmaßnahmen nach Einzelmaßnahmen ausgebracht. Und wenn wir in den E-Learning-Benchmarking-Studien untersuchen, gibt es in Ihrem Haus eine Trainingsstrategie, wie oft wird die überarbeitet, dann sehen wir, dass halt in der Hälfte der befragten Unternehmen, die in der Regel mehr als 1000 Mitarbeiter haben und auch E-Learning anwenden, dass es da gar keine Trainingsstrategien ist. Was macht Sie da so hoffnungsvoll, dass mit großer Selbstorganisation die Bedarfe des Lerners durch agilen Lernen letztendlich erfüllt werden können?
Sie haben es gerade sehr schön gesagt, man kauft was ein, man rollt es aus und hofft, dass es angenommen wird. Agil heißt ja eigentlich mit dem Kunden zusammen, in sehr, sehr engem Austausch. Also das heißt, warum erstellen die Lerner nicht den Content mit? Warum gehen die nicht auch mit dem Dienstleister direkt ins Sparring, anstatt den Prozess des Anwendens und des Konzipierens so krass zu trennen, wie es ganz häufig passiert? Mhm. Jetzt nochmal bitte die Frage. Ja, Das war so der erste. ja, ich frage nochmal umgekehrt. Haben Sie denn den Eindruck, Sie beobachten das ja schon seit 15 Jahren, dass halt dieses agile Lernen in manchen Branchen besser funktioniert als wiederum in anderen Branchen oder dass es bestimmte Lernzielgruppen gibt aus verschiedenen Abteilungen, wo es besser funktioniert? Haben Sie dazu eine Wahrnehmung? Ja, aber die möchte ich gar nicht teilen, denn ich möchte nicht beeinflussen. Ich glaube, dass alle agil lernen müssen. Und es ist egal, ob meine Organisation an sich agil ist. Es geht darum, dass wir gezielter, iterativer, kollaborativer, mit mehr Reflexion, individualisierter, arbeitsplatzorientierter lernen müssen. In diesem Fall immer ganz bewusst das Wort müssen, weil die Veränderungen einfach viel zu schnell stattfinden. Und da geht es darum, eben halt, sich die Mitarbeiter da mit hinzunehmen. Und dann ist es egal, ob ich Führungskräfte oder Produktion oder gewerbliche Mitarbeiter oder Bürokräfte oder sonstiges habe. Alle müssen mitgenommen werden. Und da geht es eben halt darum zu gucken, okay, wie können wir sie zu fördern? Wie können wir diesen Wandel gestalten? Und die digitale Transformation, über die ja so viel geredet wird, ist eine Transformation, die erstmal auf der menschlichen Ebene stattfindet. Ängste abbauen, Kompetenzen aufbauen. Ja, lassen mich noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Meine Wahrnehmung in den Unternehmen, der Einsatz von digitalen Medien insbesondere, bedarf halt eines besonderen Stakeholder-Management. Das heißt, mein Ja. Eindruck ist, dass vieles limitiert ist daran, dass die einzelnen Interessenvertreter doch sehr stark dominieren und letztendlich der kleinste gemeinsame Nenner dann halt möglich wird. Nehmen wir mal 2, 3 Beispiele in unserem Gespräch mit auf. Da haben wir auf der einen Seite den Betriebsrat in Deutschland. In der Schweiz haben wir den halt nicht. Da gibt es den Verwaltungsrat. In Österreich haben wir auch den Betriebsrat. Das heißt, da sitzt der Akteur aus dem operativen Geschäft, aus der Personalabteilung oder der Weiterbildungsabteilung oder der E-Learning-Beauftragte oftmals gar nicht mit am Tisch. Er bereitet ein Projekt vor und kann dann halt wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, ob es halt durchkommt oder nicht. Nehmen wir uns den Stakeholder IT. Die IT, die sagt häufig einfach, du, mit mir nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das passt halt nicht in unsere Compliance rein. Oder nehmen wir den Stakeholder direkter Vorgesetzter. Ich kann noch so viel Schild vor der Tür machen. Ich lerne gerade, wenn der Vorgesetzte sich an diesem Schild nicht stört, dann werde ich da kein Commitment für haben. Welchen Einfluss hat denn das Stakeholder-Management auf Konzepte des agilen Lernens? Wie viel Commitment brauche ich? Viel. Commitment ist alles, aber ich kann mir das Commitment natürlich deutlich einfacher abholen. Ich muss nicht im Nachhinein die Führungskräfte dafür begeistern, das zu machen. Ich muss nicht im Nachhinein den Betriebsrat abholen und auch nicht im Nachhinein die IT um Erlaubnis fragen, sondern ich entwickle mit denen zusammen. Also ich bin nicht der, so wie Sie es vorhin gesagt haben, mit den externen Anbietern, ich bin nicht der interne Anbieter, der es einfach macht und dann versucht es zu verkaufen, sondern ich entwickle mit denen zusammen. Und die Rollen ändern sich auch. Führungskräfte zum Beispiel gehen viel mehr in die Rolle, dass sie die Mitarbeiter in ihrer Entwicklung begleiten. Das heißt, Lernbegleiter auch werden, von Teams und von Individuen. Also die Rolle weg von dem, ich bin der Entscheider, denn die Entscheidungen werden viel zu komplex, hin zu, ich möchte mit meinem Team die beste Entscheidung treffen. Oder ich möchte das Team haben, das flexibel auf neue Anforderungen ganz einfach reagieren kann.
Also heißt das, dass ich als Akteur, wenn ich das anregen möchte bei uns im Haus, dass ich dann halt zunächst einmal Verbündete brauche, um die obere Führung mit an Bord zu holen? Nicht nur die obere Führung, aber absolut auch die Mitarbeiter. Fragen. Erst fragen und dann machen. Und ich glaube, es geht viel weniger, wir müssen uns von diesem lösen, dass wir schon wissen, was das Beste für die Mitarbeiter ist und wie es didaktisch aufbereitet werden muss, sondern wir sind Lernexperten, das heißt, wir haben Ideen und Vorschläge, die wir aber mit den Mitarbeitern zusammen diskutieren und weiterentwickeln und zur Marktreife bringen, so dass die Mitarbeiter das nutzen können. Also lösen von diesem, wir sind die Dienstleister als Personalentwickler, wir sind die Anbieter, hin zu Fragen. Was braucht ihr? Wie können wir es gemeinsam gestalten? Und dann IT mit ins Boot nehmen, Betriebsrat, aber auch vielleicht externe Anbieter, verschiedene Fachbereiche etc. Gemeinsam ist das Stichwort. Kollaborativ. Frau Professor Graf, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Was sind die größten Stolpersteine, die mir auf diesem Weg passieren können? Das ist so pauschal, weil natürlich die Stolpersteine in jeder Organisation vielleicht anders sind. Ich glaube, per se ist das Verständnis erstmal von Lernen und wenn die Führung nicht demonstriert, dass Lernen essentiell ein Wettbewerbsfaktor meiner Organisation ist. Und da haben wir leider ganz häufig, dass Führungskräfte gar nicht sagen, wie sie zum Beispiel lernen oder vorleben, dass sie lernen. Die lernen permanent. Nur gehen sie nicht zum Training, sondern die unterhalten sich mit Leuten, die hören vielleicht einen Podcast, die machen ganz andere Sachen. Aber Lernen zu thematisieren, auf die Agenda zu heben, ist schon mal das Erste. Also die Wichtigkeit zu betonen. Das Zweite ist, alle Ebenen mitzunehmen. Also nicht nur dem Lerner etwas vorzusetzen oder dem Mitarbeiter, sondern zu gucken, wie können wir diese Veränderung, diese Transformation thematisieren und wie können wir unterstützen. Und da wieder nicht erst kluge Angebote machen, sondern fragen. Ja, ich glaube, das Prinzip wird langsam deutlich, Frau Professor Graf. Lassen Sie uns noch einen kleinen Ausflug international machen. Wir haben in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz, haben wir ja eine relativ organisierte Beruflichkeit mit ganz klaren Vorgaben und Verläufen. International, und viele deutsche Firmen sind ja im Export, und gerade E-Learning wird oftmals eingesetzt, um auch Bildungsstandards zu setzen, um halt für ähnliche Voraussetzungen auch zu schaffen. Können Sie halt aus Ihrer Sicht einen Unterschied feststellen, ob agiles Lernen in bestimmten Kulturkreisen oder bestimmten Regionen besser funktioniert oder weiter fortgeschrittener ist als hier im Dachbereich? Mhm. Ich finde, dass der Dachbereich schon sehr, sehr weit ist. Wir beschäftigen uns viel im Moment mit Selbststeuerung des Lernens, mit neuen Rahmenbedingungen. Wir haben hier viele Formate wie Barcamps etc., die wir ausprobieren. Also ich finde, da sind wir schon sehr weit. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich sitze gerade in Italien. In Italien sind wir deutlich hinten dran, weil das Verständnis des Mitarbeiters einfach noch was anderes ist. Der Mitarbeiter hier ist eine Ressource, eine Humanressource, so wie es im klassischen Sinne ist. Das heißt, Weiterentwicklung nur sehr gezielt in Weiterbildungen quasi Inhalte reinprügeln, um es mal so salopp zu formulieren. Und da sind wir einfach schon in der Dachregion deutlich weiter, in der wir sagen, okay, wir brauchen ein neues Lernen, weil wir auch eine neue Zeit haben. Mhm. An der Hochschule für angewandtes Management gibt es ja auch Ihren Kollegen, Herrn Professor Axel Koch. Professor Koch hatte ja seinerzeit einmal das Buch geschrieben, Die Weiterbildungslüge. Er sagt halt, vieles ist einfach heiße Luft und da kommt hinten ganz wenig halt raus. Und er hat sich ja auch beschäftigt mit dem Lerntransfer. Und er sagt, es ist ganz wenig, was an Lerntransfer
letztendlich durch formale Weiterbildung halt stattfindet. Sein neuestes Buch nennt er Change mich am Arsch, dass der Mitarbeiter sagt, das ist mir alles viel zu viel, was da von mir erwartet wird. Haben Sie nicht auch die Befürchtung, dass der Lerner überfordert sein kann durch agiles Lernen? Also, zu den Themen erstmal, die Axel Koch alle geschrieben hat. Ich finde, die haben alle seine Berechtigung, haben aber auch eine Grundlogik, die wir vielleicht uns nochmal betrachten sollten. Also zum Beispiel das Thema Transferstärke. Es geht darum ja, wie kann ich aus formalen und nonformalen Angeboten möglichst viel rausholen. Das heißt, wie kann ich diese Lücke zwischen Arbeit und also zwischen Lernen und Arbeit eigentlich schließen. Unsere Idee ist ja eine andere. Die ist, egal in welchem Kontext ich bin und in welchem Kontext ich lerne, ob individuell, sozial, formal, informell etc., wie kann ich das am für mich besten tun, damit ich eine gewisse, dass ich effektiv bin, aber auch effizient, aber auch gesund und erfolgreich. Und wenn ich dieses Grundkonstrukt habe, also gut in meinen eigenen Lernkompetenzen bin, dann habe ich auch viel weniger Probleme mit zum Beispiel seinem neuen Buch, Change mich am Arsch, mit den Veränderungen. Weil ich verstanden habe, dass wir uns eigentlich in einem permanenten Veränderungsprozess befinden und mir Veränderung auch viel weniger Angst macht. Also darum geht es ja auch in dem Buch, dass es ja man eine gewisse Zurückhaltung hat, weil es viel zu viel ist und man gar nicht mehr weiß, wie man es handeln kann. Und beim agilen Lernen geht es genau darum, diese Kompetenzen zu entwickeln, mit Veränderungen für sich individuell besser umgehen zu können. Ja, vielen Dank, Frau Professor Graf. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber unser Format ist 30 Minuten. Wir sehen uns ja dann im Herbst zur Summit Tour. Für alle, die ihre Thesen halt sich genauer anschauen möchten, empfiehlt sich halt Ihr Buch Agiles Lernen. In welchem Verlag ist das Buch erschienen? Haufe, inzwischen in der 2. Auflage und selbst mit digitalen Elementen, denn wir haben Augmented Reality integriert. Ja, so, Sie haben es gehört, für agiles Lernen am besten heute noch mit den Lernern sprechen, einfach die Distanz verkürzen, genauer hinhören und dann ab zur oberen Führung, die muss mit an Bord sein. Und wenn Sie die nächsten Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, einfach auf den Abonnentenknopf drücken. Und wenn Sie eine Frage noch zu dem Podcast haben, einfach an unsere Redaktion schicken. Wir werden halt versuchen, ob wir Frau Professor Graf in Italien nochmal erreichen können und dann vielleicht nochmal eine Antwort bei uns auf unserem Blog dann verorten. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Professor Nele Graf. Noch eine schöne Zeit in Italien und bis zum Herbst dann hoffentlich bei unserer Summit-Tour. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Siegmann. Bis bald und wie man hier sagt, ciao.